Oft sprechen wir über die gefühlte Sicherheit bei uns im Land. Viele Menschen fühlen sich unsicherer als früher. Schließlich vergeht fast kein Tag ohne eine Meldung über eine Gewalttat mit einem Messer. Und auch die Zahlen zeigen, Messergewalt nimmt zu. In manchen Bundesländern liegt dabei die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen ohne deutschen Pass um die 50%. Politische Vorschläge, wie sich die Messergewalt insgesamt eindämmen lässt, gibt es reichlich. Der Ruf nach schärferen Gesetzen fällt dabei immer leicht. Aber selten gibt es einfache Lösungen. Tim Diekmann und Laura Kloppenburg zeigen uns, was bereits ausprobiert wird und gegen Messergewalt helfen könnte. Wenn es in Stuttgart dunkel wird, geht die Arbeit für die Polizei erst richtig los. Bis zu 40 zusätzliche Beamte kontrollieren am Wochenende in der Innenstadt rund um den Schlossplatz. Seit Februar 2023 gilt hier auf Grundlage einer Landesverordnung eine Waffenverbotszone. Messer ab einer Länge von 4 Zentimetern sind seitdem untersagt. Gerade jetzt der jüngsten Vergangenheit legt man da natürlich viel Wert drauf, dass man hier so viel es geht im Prinzip dann findet und auch bei den Leuten dann quasi beschlagnahmen, sie sicherstellen kann, einfach damit wir eine sichere Innenstadt haben. In den vergangenen 1,5 Jahren haben sie hier bereits mehr als 130 Messer beschlagnahmt. Und doch kam es hier vor kurzem erst erneut zu einer Messerattacke, bei dem ein 37-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Bundesweit haben Körperverletzungen durch Messer zugenommen. 2022 waren es noch rund 8.160 Fälle, im vergangenen Jahr 8.951, ein Anstieg von fast 10%. Mit einer Verschärfung des Waffenrechts will Bundesinnenministerin Faeser auf den Anstieg reagieren. Messer mit mehr als 6 cm Klingenlänge könnten dann in der Öffentlichkeit grundsätzlich verboten werden. Mit Messern werden eben brutale Gewalttaten begangen, die schlimme Verletzungen nach sich ziehen oder sogar tödlich enden können. Deswegen ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir ein schärferes Waffenrecht brauchen und striktere Kontrollen. Für solche Kontrollen fehle aber laut Opposition eine Rechtsgrundlage. Faesers Pläne seien reine Symbolpolitik. Es muss möglich sein, wenn es tatsächlich dann ein konkretes Verbot gibt, beispielsweise wenn an einer bestimmten Stelle, an einem bestimmten Ort ein Messerverbot verhängt worden ist, dass dieses dann tatsächlich auch durch die Polizei kontrolliert werden kann. Sonst ist das Ganze ja eine Farce. Aber die Rechtslage ist durchaus kompliziert. Personendurchsuchungen sind schwere Eingriffe in die Privatsphäre und damit in Grundrechte. Darum gibt es dafür hohe rechtliche Hürden. Aber ausnahmsweise darf die Polizei zur Gefahrenabwehr an bestimmten gefährlichen Orten Personen auch ohne Anlass, ohne Verdacht durchsuchen. Ob Waffenverbotszonen aber immer automatisch solche gefährlichen Orte sind, das ist juristisch noch nicht geklärt. Ein Gesetz könnte hier für Klarheit sorgen. In Stuttgart will man auf eine solche grundsätzliche Regelung nicht mehr warten. Dort setzt man auf eine Verlängerung der bislang gültigen Landesgenehmigung. Dann könnte es schon im Herbst eine Fortsetzung und mögliche Ausweitung der Waffenverbotszone geben.